Servus Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Battle News. Alles rund ums Battlefield Franchise. Natürlich beschäftigen wir uns heute einmal mehr mit Battlefield 2042. Wie sollte es auch anders sein? Es geht as always ums Sorgenkind. 3 Themen habe ich für euch heute im Gepäck. Einmal den EA Conference Call, der liefert ja traditionell immer einiges an zusätzlichen Informationen, wie es mit dem Franchise oder auch mit dem aktuellen Spieletitel weitergehen würde. Dann haben wir ein paar neue Informationen bzw. neue Leak-Inhalte zur Season 1, da werfen wir natürlich auch einen Blick drauf. Und ganz zum Schluss gibt es noch eine wesentliche Verbesserung oder Optimierung für den Portal-Modus, dass der am Ende des Tages vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr angenommen wird. All das besprechen wir im heutigen Video. Also, es freut mich, wenn ihr mit am Start seid und wir legen los mit dem EA Conference Call. Also, EA Conference Call, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört, das ist die quartalsweise Financial Auswertung von EA gesamt, also da, wo die Aktionäre informiert werden und wo die dicken, fetten Zahlen präsentiert werden, dass auch alle auf das richtige Pferd gesetzt werden. Und da darf man natürlich auch nicht immer alles für bare Münze nehmen, weil da wird sich keiner reinsetzen in so einen EA Conference Call und sagen, wir droppen alles und alles ist vorbei, weil das würde natürlich negative Auswirkungen auf die Aktie haben. Macht keiner. Nichtsdestotrotz können sie da auch nichts versprechen, was sie dann am Ende des Tages nicht halten können. Von daher ist es auf jeden Fall lohnenswert, da mal einen Blick drauf zu werfen. Wie wir alle wissen, ist Battlefield 2042 nicht nur unter den Gamern, also zumindest unter den meisten, sondern auch in der EA-Führungsriege ein absoluter Flop gewesen. Wir erinnern uns, 19. November 2021. Ihr erinnert euch vielleicht, mit voller Erwartung sind wir reingescheppert und haben gedacht, das wird's jetzt. Das wird unsere Zukunft, das wird unser neues Battlefield, mit dem wir uns auseinandersetzen können. Und wenige Wochen später war es nicht nur uns klar, vielleicht, ich würde sogar sagen, die Community hat ein bisschen mehr Hoffnung, dass da schneller und aktiver, gut gepatcht wird und vielleicht doch noch was an dem Spiel passiert, auch wenn die Grundkonzeption meiner Meinung nach von Anfang an nicht die richtige war. Nichtsdestotrotz war auch am 2. Dezember wohl schon klar und auch EA klar, dass es ein absoluter Flop wird. Also gab es da unter anderem auch personelle Konsequenzen. Und zwar Oscar Gabrielson, das war ein langwieriger Battlefield-Entwickler und eigentlich der General Manager bei DICE, wurde an diesem Tag offiziell ersetzt von Vince Zampella. Und der eine oder andere kennt ihn. Wer ihn nicht kennt, der kennt mit Sicherheit die Spiele, für die er mitverantwortlich ist. Und zwar ist er Mitbegründer von Call of Duty. Also man nennt ihn auch den COD-Father. Hat unter anderem auch mitgewirkt bei Respawn Entertainment, also Apex Legends. Große Erfolge gefeiert und mit EA bzw. für EA natürlich sehr, sehr viel Geld erbracht. Und da legt ganz klar auch CEO Andrew Wilson von EA sehr, sehr große Hoffnungen in die Fähigkeiten von Zampella und lässt ihm da wohl auch freie Hand in der Weiterentwicklung von Battlefield 2042. Und da sagen sie nennen das Ganze Vince Zampella Respawn Model, also was auch immer er daraus macht. Er hat freie Hand, er hat wohl auch einiges an Kapazitäten zur Hand, ob das dann natürlich dem Original oder das, was wir von einem Battlefield erwarten, dann am Ende des Tages entspricht, werden wir sehen. In jedem Fall wird deutlich zum Ausdruck gebracht, sagen wir es mal so, offiziell. Natürlich immer, Leute, wir reden von der offiziellen Meinung, dass das Game nicht ausgegeben wird, also nicht aufgegeben wird natürlich und weiter daran gearbeitet und investiert wird. Und das gilt nicht nur für Battlefield 2042, sondern auch für das gesamte Franchise. Also, da wird nichts aufgegeben, nichts eingestampft. Es ist nicht das Ende des Battlefield-Franchise. Davon ist, glaube ich, auch keiner ausgegangen. Auch wenn man sagt, okay, mit 2 so schweren Schüssen vor dem Bug kann es natürlich auch mal schwierig werden. Gut, da muss man halt auch leider sagen, natürlich, da sind immer jede Menge leere Phrasen noch mit dabei. Mit dem Zeug will ich euch aber nicht langweilen. Was ist denn eure Meinung dazu? Denkt ihr, er bzw. Zampella schafft das Ganze noch und kriegt die Kurve und macht vielleicht wirklich nochmal ein neuartiges Battlefield mit ganz, ganz viel Battlefield-Kern in sich und dass wir am Ende doch nochmal ein gutes Produkt oder ich sag mal mindestens vielleicht eine gute Absprungbasis für dann ein besseres Folge-Battlefield bekommen. Eure Meinung ist gefragt. Packt es mir
sehr, sehr gerne in die Kommentare. So, als nächstes kümmern wir uns natürlich um unseren allerliebsten Dataminer. Temporal hat mal wieder ganz tief in den Erden der Datensätze gebuddelt, und zwar nach dem Release vom April-Update gab es einiges an aktualisierten Spielerdaten, wo er natürlich nachgräbt und nachforscht und hat da einiges Neues an Land gezogen, und zwar neue Nahkampfwaffen wurden entdeckt. Ja, die Namen, die erspare ich mir jetzt auszusprechen. Ich blende euch das Ganze an der Stelle ganz einfach ein. Also ob man die dann wirklich als Waffe verwenden kann oder ob die nur in Form dieser Takedown-Animation sein wird, wissen wir nicht. Noch dazu gibt es auch erste Informationen zu 6 neuen weiteren Waffen, die dann auch in der ersten Season von DICE wohl ins Spiel kommen werden. Neue Kampfhubschrauber wurden auch gesichtet, unter anderem der KA-99 Hannibal. Ja, und das Pendant dazu ist, glaube ich, der Ra-68, und kommt ein russischer und ein US-amerikanischer Helikopter mit ins Spiel, sind auf jeden Fall Attack-Helis. Das heißt, wir haben wieder einen weiteren Platz, um den wir uns dann schreiten können. Ihr erinnert euch, es wurde ja der Nightbird jetzt auch unter die Attack-Helikopter genommen. Also, da wird es jetzt dann ganz, ganz eng. Ich hoffe, oder ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so ein guter Mix aus dem Attack-Heli und eben einem Nightbird ist. Also mehr Kampfhelikopter mit mehr Wendigkeit. Ja, wenn man da drängt, das Teil ist mit Sicherheit absolut OP, aber wollen wir den Tag nicht vor dem Abend loben. Wir checken es. Auf jeden Fall sollte das Ganze sich im Spiel wiederfinden. Und jetzt kommt nochmal was ganz Interessantes, und zwar wurden Boot-Varianten gedataminert, und das spricht natürlich dafür, dass es muss jetzt nicht unbedingt ein Ocean-Szenario sein, aber auf jeden Fall irgendwas mit mehr Wasser, wo man die dann auch als Transportfahrzeuge nutzen kann. Das Ganze vielleicht auch ein bisschen offener macht, weil das ist ja aktuell überhaupt nicht möglich im derzeitigen Battlefield-Teil. Da ist Wasser mehr Deko, weil da gut durch oder draufkommen eher unwahrscheinlich. Also ich denke, das spricht dann auch für die neuen Karten. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich hoffe ja immer noch, dass wir zur Season 1 auch mehr Karten bekommen werden als Exposure, aber wie immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ob es dann so sein wird, werden wir sehen. Noch dazu sind neue Skinsets gefunden worden, also neue Specialist Playcards. Auch da blende ich euch an der Stelle mal was ein. Das sieht so schlecht nicht aus. Es wird Bezug genommen auf die Spezialistin Liz. Ja, was die an genauen bzw. weiteren Fähigkeiten dann mit sich bringt, soll wohl was Stealth-mäßiges sein. Das werden wir sehen. Dazu sind mir jetzt die Leaks auch ein Stück weit noch zu vage, aber sollte es da offizielle neue News geben, werde ich euch an der Stelle natürlich gleich informieren. So, und abschließend für heute kommen wir nochmal zum Portal-Modus, den ich ja persönlich sehr, sehr schätze und auch wirklich sehr, sehr mag. Er wird natürlich nicht ausreichend genutzt. Erstens natürlich, weil es fast keine Spieler mehr im Battlefield 2042 gibt, und auf der anderen Seite natürlich auch, weil wir sehr lange die XP-Thematik hatten. Also man konnte entweder gar keine XP oder nur gecappte XP und so weiter verdienen. Dazu ist jetzt aber eine sehr gute Progression-Verbesserung ins Spiel reingekommen. Ganz einfach, dass man, wenn man gewisse Aspekte eben auswählt, bekommt man die volle XP, und umso weniger man von diesen Basiselementen quasi pickt, umso weniger XP kann man dann bekommen, beziehungsweise Masteries freischalten, Ribbons, also unsere Ordensbänder freischalten, oder auch für die Weekly Missions, also die wöchentlichen Missionen reinarbeiten. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, um hier den Bilder nochmal auszuwerten. Einige Details dazu werde ich euch an der Stelle mal einblenden, wo man das Ganze dann auch einfach ein bisschen besser sieht, und ihr habt einfach die Möglichkeit, dass ihr von vornherein wisst, auf welchen Server ihr startet, beziehungsweise wenn ihr so einen Modus erstellt, gibt es die vollen XP oder nicht, und das wird hoffentlich den ein oder anderen, dem die All-Out-Warfare planaren Kackkarten zum Hals raushängen, dann doch nochmal motiviert, vielleicht mal ein bisschen im Portal einzusteigen und am Ende vielleicht auch mal selber was zu designen bzw. zu gestalten. Und da an der Stelle muss ich sagen, mea culpa, habe ich auch noch nicht gemacht. Habe ich auch eigentlich versprochen, dass wir ein Community-Game bzw. einen Community-Server an der Stelle machen. Also da bin ich absolut noch in der Pflicht und werde ich natürlich irgendwann, bald nachholen. Und demzufolge würde ich sagen, sind wir für heute durch mit dem Video. Das Wetter ist absolut insane und ich sitze hier in meinem Dachgeschoss und ihr könnt euch vorstellen, bei den Temperaturen außen ist angenehm. Also ich werde jetzt dann mal den nächsten Aufguss genießen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Video und hoffentlich auch bald mal wieder zu einem Livestream. As always, haltet die Ohren steif, Leute, und bis dann, euer A-Team.